Na, dann lasst uns doch mal gemeinsam hier einen Blick auf unsere Royal Haze Automatic werfen, die sich in der 8. Woche befindet und in der 5. Blütenwoche ist. Na, guckt euch das mal an. Es duftet so herrlich. Ihr seht jetzt diese Blütenstempel, die verfärben sich zunehmend mehr und mehr braun. Vereinzelt sind noch weiße hier dazwischen drin. Und die Zuckerblätter, hier sieht man jetzt auch ganz deutlich, warum man die Zuckerblätter nennt. Ja. Die bekommen alle so einen Puderzuckerfilm oben drauf, der mehr und mehr und immer dichter wird. Sieht das nicht herrlich aus? Und Leute, es riecht auch fantastisch. Ja. Guckt euch mal die Buds an, die sich hier bilden. Es werden so richtig schöne kleine Portionen Buds. So in der Summe, ja. Was hier fehlt, ist eben dieser Hauptstamm in der Mitte, wo so dieser große Main Bud dran wäre. Und wir bekommen halt hier durch die vielen kleinen Ästchen viele kleine Portionen. Was haben wir hier momentan drin? 21,4 Grad, 58% Luftfeuchtigkeit. Ja, die Luftfeuchtigkeit könnte durchaus etwas weniger sein, aber das würde mich massiv viel mehr Energie kosten, wenn ich hier den Luftentfeuchter aufstelle. Also versuche ich das weiterhin einfach durch konsequentes Lüften zu machen. Gegossen wird recht sparsam, nicht nach einem festen Schema, einfach mit dem pH-regulierten Wasser. Gedüngt wird nichts. Wir arbeiten einfach weiter mit der angedüngten, vorgedüngten Erde hier von Kleeschulte. Und da werde ich aber mal schauen, dass wir den Autogrow auch komplett ohne Zudüngung damit über die Runden bekommen. Aber bisher bin ich damit sehr zufrieden hier. Die Bugs, die werden jetzt immer dicker. Das sieht doch ganz klasse aus. Ja, liebe Freunde, wie macht ihr denn die Kontrolle? Also, ich kenne das von früher. Früher hat man sich einfach nur diese Blütenstempel angeschaut und gesagt, okay, wenn alle braun sind, dann wird geerntet. Aber mittlerweile guckt man sich ja eher die Trichome an, also diese kleinen weißen Pünktchen hier, die hier auf den Blättern sind, auf diesen Zuckerblättern bzw. an der Blüte. Wie macht ihr das da draußen? Also ich habe jetzt 2 Methoden ausgetestet und für mich eine gangbare gefunden. Diese hier ist es nicht. Diese Smartphone-Lupen mit der 200-fachen Vergrößerung. Ganz ehrlich, das kann ich so wie es ist auch direkt in den Müll schmeißen. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich würde schon fast sagen, muss jeder seine eigene Erfahrung machen, aber ganz ehrlich, kauft euch das nicht. Das ist Schrott. Hält nicht vernünftig, total kompliziert einzustellen. Also ich habe das überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe mir hier stattdessen so eine, auch billig, gibt es über Amazon zu kaufen, so eine Juwelierlupe geholt. Ja, und da versuchen wir jetzt mal gemeinsam durchzugucken. Ich weiß gar nicht, ob es über die Kamera geht. Wo ist meine Kamera? Hier. Gehen wir mal nah ran. Ja, schaut mal. Ne? Out of the box kann man hier die Trichome kontrollieren. Aber sind das nicht schöne Aufnahmen? Hier, guck mal. Ich werde am Ende des Videos auf jeden Fall noch ein paar bessere machen. Aber ihr seht, ohne dass ich da jetzt groß irgendwie was machen muss, funktioniert es doch schon recht gut. Und jetzt könnt ihr auch diese kleinen Trichome sehen, ja. Und wenn die anfangen milchig zu werden, ich suche mal noch eine schön beleuchtetere Blüte hier. Die sind doch recht klar alle. Aber wenn die anfangen wirklich weiß milchig zu werden, dann ist es für mich Zeit zu ernten. Ja? Also braun Bernsteinfarben sollten sie nicht werden. Dann wären sie sozusagen überreif und würden einfach an Aromatik und an Wirkung verlieren. Ich bin prinzipiell ein Fan davon, sie lieber ein bisschen vorzeitig zu ernten. Einfach weil ich diese schwere, couchpressende Wirkung nicht mag von so überreichen stark THC-haltigen Blüten. Ja. Also werde ich das jetzt wöchentlich mit euch immer mal wieder kontrollieren. Momentan sehen sie alle noch sehr, sehr klar aus. Wir gucken uns diesen Johnny nochmal an. Ganz ehrlich, also vergesst diese Aufsetzlupe, holt euch diese hier. Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Also wenn ich jetzt direkt ohne Kamera mit dem Auge reingucke, ist es nochmal deutlicher. Aber ihr seht die Qualität und es kostet nicht viel, kostet ein bisschen über 10 Euro. Kann ich wärmstens empfehlen, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange die jetzt hier noch in der Blüte ist.
wann sich die Trichome dann umfärben werden, wann die soweit reif ist. Die Pflanze steht immer noch bei so etwa 600, je nachdem, wo die Blüte gerade ist. Ich kann das hier immer noch auf diesen tollen Drehtellern hier drehen. Mache ich auch immer mal wieder, so dass die Blüten alle möglichst gleichmäßig beleuchtet werden. Drehteller verlinke ich euch auch unten rein. Ja, also bisher läuft es doch ganz gut. Trotz Topping der Automatic-Pflanze. Kein einziges männliches Blütenpöllchen hier zu sehen. Keine Bananas oder Nanas, wie man diese Dinger nennt. Blende ich hier mal eben ein. Ich bin sehr zufrieden mit der Royal Haze Automatic von Royal Green Seeds. So, liebe Leute da draußen, wir kommen wieder zu einem weiteren Product Review. Und zwar haben wir hier ein Grow-Zelt von meinem Sponsor Mars Hydro liegen mit den Maßen 70 x 70 x 1,60. Und das packen wir jetzt einmal zusammen aus. Dann bauen wir es zusammen auf. Wir schauen uns die Materialien genauer an. Und zum Schluss machen wir noch einen Lichtlecktest, indem wir unsere Mars Hydro FCE 1000 Lampe da reinhängen, mal auf 100% hochdrücken. Und dann eben in einem dunklen Raum mal eben schauen, was kommt denn da so an Lichtstrahlen raus. Würde ich sagen, öffnen wir doch einfach mal die Box. Ganz vorsichtig hier mit unserem Cutter rangehen. Wir wollen ja nicht ein künstliches Lichtleck erzeugen hier. So, wir bekommen einmal hier schön verpackt so eine Stoffprobe, oder das ist so eine Art Stoffflicken, gehe ich mal stark von aus. Ist aber auch sehr schön, um das Material nochmal genauer zu demonstrieren. Wir haben hier auf den es sind mehrere, sehe ich gerade. Ja? Es sind Flicken, die mit beigelegt sein sollten. Sollte ich also jetzt mit dem Cutter hier zu tief geschnitten haben, könnte ich mit diesen Flicken das reparieren. Wir sehen hier auf der Innenseite eine hochreflektierende Innenbeschichtung. Ich meine, es heißt Mylar. Und das sorgt dafür, dass wirklich das Maximum an Licht reflektiert wird, sodass wir wirklich in dieser Box eine wunderschöne Lichtumgebung haben. Das Licht von allen Seiten an die Pflanze reflektiert wird. Und auf der anderen Seite ist so eine Gewebsschicht, das müsste Polyethylen sein, mit 1680D Oxford Fabric steht so in den Produktbeschreibungen drin, was halt wirklich sehr robust ist. Also das hat schon fast so den Anschein, als wäre das so eine Art wie so ein Anschnallgurt, also wirklich ultra robust. Wir werden mal sehen, ob wir überhaupt in der Lebenszeit irgendwann mal sowas wie so einen Flicken hier brauchen können. Was ich noch total fantastisch finde, schaut euch das mal hier an und könnt ihr das hören? Das sind die Winkel, die hier bei dem Grow-Zelt mit beiliegen. Und das sind wirklich hier Winkel aus Vollmetall, ja, die natürlich richtig schön robust sind. Da ist ja nichts mit dran biegen oder irgendwie auseinanderreißen oder dass da irgendwie mit der Zeit Kunststoff oder so spröde werden könnte. Nee, das ist total robust. Also finde ich super klasse, dass hier Mars Hydro Winkel aus Metall beilegt. Die holen wir uns mal eben hier alle raus. Ich wollte ja noch die Zeit stoppen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ja. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir dieses Grow-Zelt aufgebaut haben. Hier ist nochmal eine Packungsbeilage mit bei und eine Beschreibung, was zu tun wäre, müsste man das Zelt zurückgeben. Hier ist auch nochmal beschrieben, wie es richtig aufzubauen ist mit den Stäben, die mit beiliegen. Die sind haben alle Buchstaben und hier steht genau drin, wie diese Buchstaben zusammenzusetzen sind, dass man das Zelt dann auf die Seite legen soll und dann letztendlich diesen Stoff einmal komplett öffnen und dann überziehen. Und das werden wir jetzt auch gemeinsam machen. Auch diese Stangen hier sind voll aus Metall, auch die Verschlussclips hier, das ist alles Metall. Die Stangen sind 16 mm dick und haben 0,9 mm Durchmesser von dem Stahl. Macht auf mich aber einen sehr robusten Eindruck. Also da lässt sich nichts biegen oder knicken. Eben mal so an einer Stange. Das sind die Stangen, die oben im Zelt drin hängen werden zur Befestigung des Inline-Lüfters und der Lampe. Dieses Gestänge hält 50 Kilogramm aus und das ist schon ordentlich was. Und zu guter Letzt ist in diesem Karton verpackt die Außenhülle der Lampe. Legen wir uns zur Seite, brauchen wir gleich. Und weg mit dir. Also, dann geht's mal los hier. Speed Stacking.
Wichtig ist hier beim Aufbau zu achten von den Winkeln. Ja, die haben hier so eine Kunststoffseite unten, die muss jeweils nach oben oder nach unten zeigen. So, in 7,5 Minuten haben wir das Gestänge aufgebaut. Jetzt muss ich ein bisschen Platz machen, weil jetzt kommt die Folie hier drüber. Wichtig war, den Reißverschluss komplett zu öffnen, dann hat man es am einfachsten, das Ganze hier drum zu ziehen. Ja, das war nicht mal 5 Minuten später. Also jetzt 11 Minuten haben wir gebraucht für das Gestänge und um die Außenhülle drumherum zu machen. Und ich habe mich jetzt nicht mal besonders geschickt angestellt. Also es ist wirklich total einfach. Ne? Jetzt steht hier schon die Grundkonstruktion. Was fehlt, ist noch die bodendichte Wanne drin. Und dann können wir schon unsere Lampe da reinhängen. So. Jetzt haben wir nicht mal 7:45, also in unter einer Viertelstunde haben wir das Zelt komplett aufgebaut. Hier mit der wasserdichten Bodenwanne drin. Oben hängt schon das Gestänge zum Aufhellen der Lampe. Ich möchte jetzt noch mal gerade ein bisschen was zu der Box hier an sich erzählen. Wir haben hier wirklich schöne, leichtgängige, große Reißverschlüsse, die ohne Haken großartig zu schließen sind. Hier vorne ist ein Sichtfenster drin, das man hochklappen kann und hier oben an der Seite auch befestigen kann, falls man gerne ein bisschen länger mal seine Pflanzen hier beobachten möchte. Das ist so ein Insektenschutzgitter, was hier vorne mit angebracht ist, damit hier keine größeren Insekten oder sich vielleicht dann doch mal eben eine Trauermücke von einem Zelt in das andere verirren sollte. Nehmen das mal zur Seite. Hier unten ebenfalls ein Insektenschutzgitter mit angebracht, damit hier Frischluft mit reinströmen kann, wenn der Inline-Lüfter an ist. Ich selbst werde dann, wenn der Inline-Lüfter läuft, hier unten so einen Spalt aufmachen und das eben so ein bisschen zusammen mit dem Klettverschluss machen, dass hier unten Licht reinziehen kann, aber von hier oben kein Licht rein ins Zelt kommt. Ja? Also ihr seht, hier unten zieht Luft rein, hier kommt kein Licht von oben rein. Und da ist ein Insektenschutzgitter drin, dass auch hier keine Schädlinge eben mal so einfach ins Zelt können. Hier oben sieht man auf der einen Seite einen Durchgang, den man mit diesen Kordeln hier verschließen kann. Und das gleiche befindet sich hier einmal oben. 15 cm Durchmesser, 10 cm Durchmesser. Nochmal 10 cm Durchmesser, also so kann man sehr frei entscheiden, welche Richtung man gerne seinen Inline-Lüfter anschließt. Auf der Rückseite haben wir hier nochmal so 2 kleine Durchlässe, damit man Kabel durchführen kann für die Elektronik. Und wie gesagt, links, rechts und hinten sind jeweils so kleine Öffnungen vorgesehen, mit denen man Frischluft ins Zelt leiten kann. Ja, dann würde ich sagen, jetzt, wo wir so schnell dieses Zelt aufgebaut haben hier, schaut es euch nochmal komplett an. 1,60 hoch, mal 70 mal 70. Schön solide verarbeitet und in nicht mal 15 Minuten aufgebaut. Fantastisch. Dann würde ich doch mal sagen, hängen wir hier jetzt unsere FCE 1500 Lampe rein und drehen ihn mal richtig auf 100% rauf. Und dann schauen wir uns mal an, wenn wir den Raum so ein bisschen verdunkeln, wie viel Licht denn da noch durchkommt. So, da steht also unser Zelt mit der FCE 1500 Lampe drin. Auf, steht es auf extern noch, ballern wir sie mal auf die 100% hoch, hier auf Maximum. Gut, machen wir das Zelt einmal eben zu. Und dann schauen wir mal. Den Raum habe ich leicht abgedunkelt. Was sagen uns die Nähte? Ich gehe mal hier extra mit der Hand lang. Ich kann hier kein Lichtleck an den Nähten sehen. Wir sehen hier so an den Klettverschlüssen etwas, was sich natürlich nicht ganz vermeiden lässt. Auch hier die Nähte sind top in Ordnung. Keinerlei Lichtlecks, ist sehr gut vernäht. Hier sieht man es natürlich wieder bei den Lüftungsgittern. Hier, da wo das Kabel durchgeht, ist ein kleines Lichtleck. Auf der Seite auch nochmal die Nähte überprüft. Also
Das ist wirklich tippitoppi verarbeitet, Leute, hier. Da gibt es wirklich von meiner Seite aus absolut gar nichts zu meckern. Ja. Und hier wieder natürlich, wo so ein Lüftungsgitter ist, muss man natürlich schauen, dass das entsprechend schön mit dem Klettverschluss da angebracht ist. Ja, klasse. Also, schließt lichtdicht, ist richtig robust, schnell aufgebaut, gibt wirklich überhaupt nichts hier, wo ich mich irgendwie beschweren könnte bei diesen Grow-Zelten von Mars Hydro. Tipptopp, Daumen hoch. Na also, dann schauen wir uns doch mal die jüngsten hier im Keller an. Und zwar die OG Kush von Royal Queen Seeds und die Purple Oreos F1 von Seedsman. Die sind jetzt etwa 2,5 bis 3 Wochen alt. Und ich habe sie gerade eben aus ihrer Anzuchterde rausgeholt und in die Living Soil von Couple of Plants reingesetzt. Ihr seht hier, der Klee ist schön gewachsen in so einem Kringel, in so einem Feenkreis, den ich hier drumherum gelegt habe. Die Erde, die ich hier ausgehoben habe, weil ich habe die Pflanze ja etwas tiefer gesetzt, ne? Also bis zu den Keimblättern runter, damit die dort nochmal zusätzlich neue Wurzeln austreiben kann. Die zusätzliche Erde habe ich dann hier mit an den Rand gestreut. Ja, deswegen sieht der Klee so ein bisschen mitgenommen aus. Aber der kämpft sich da schon wieder durch. Hier an den gelben Karten kann man sehen, also absolut keine Schädlingsproblematik aktuell. Die OG Kush sieht auch schon echt top aus hier. Hat eine schöne Farbe. Hier, ich denke mal, das werden die letzten großen Blätter sein. Und dann anschließend werde ich hier, sobald ich da ein bisschen besser dran komme, den toppen. Denn ich habe vor, hier mal so ein Mainlining auszuprobieren. Das zeige ich euch dann aber auch ausführlich nochmal in einem Video, wie wir diese Pflanze versuchen zu trainieren. Und hier hinten gleiches Prinzip. Die Purple Oreos F1 in der Living Soil von Couple of Plants. Macht auch ein schönes Bild. Ja? Ist tatsächlich nicht ganz so weit wie die OG Kush hier. Ja, ist ein bisschen kleiner geblieben. Aber wir werden dann ja im Laufe der Zeit sehen, was da für Unterschiede sind, ja, im Wachstum von diesen beiden Sorten. Sollen beides Indica-dominante Wuchsformen sein. Das heißt, ich erwarte mir jetzt erstmal, ich sage es mal vorweg, so ein gedrungeneres Wuchsbild. Aber das kann sich natürlich in der Praxis nochmal ganz anders herausstellen. Die haben hier ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit. 64% bei 22 Grad, werden hier mit diesem schicken Mars Hydro Ventilator belüftet und bekommen aktuell, ich meine, es ist bei 40% jetzt die FCE 1500, was zwischen 300 und 400 ppfd ab. Wird man noch ein bisschen abwarten, bis ich die dann so langsam in Richtung 600 ppfd schicke. Und der Inline-Lüfter läuft jetzt moderat, um hier drinnen einfach die Luftfeuchtigkeit dann doch ein bisschen zu senken. Die haben ganz gut Wurzelwerk ausgebildet und das sollte auf jeden Fall jetzt reichen, damit die hier die Living Soil erkunden kann und da ihre Nährstoffe rauszieht. Ich bin richtig gespannt, wie ihr euch entwickelt, ihr kleinen Racker. Gut, meine lieben Freunde, das war's von meiner Seite aus auch. Ich mache jetzt gleich noch ein paar Nahaufnahmen von den Trichomen von der Royal Haze Automatic. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Michi.